Oh, guten Morgen. Wir sind hier bei Schwerte auf dem Campingplatz der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Da haben wir gestern gecampt für einen Unkostenbeitrag von 5 Euro. Und heute ist das Ziel, so den ersten See zu schaffen. Also neulich hat mir jemand gefragt in der Gruppe, wie trimme ich mein Boot? Das ist ganz einfach. Man verschiebe die Wasserflaschen nach links oder nach rechts. Genau, hier wird es demonstriert. Oder nach rechts. Auch nach vorne. Wenn der Kopf nassig ist, dann wieder nach hinten. Ja, schau. So einfach geht es. Wasser ist ein super Gewicht. Ja, man kann die einfach hier verschieben. Man kann auch drüber hier. Ja. Alles klar. Und schwupps ist der Kahn gerade. Ja, so geht das. Gestern ist echt was Peinliches passiert. Wir sind beide so die Typen, eine Chipstüte kein Problem. Und jetzt haben wir gestern diese Chipstüte nicht geschafft. Obwohl da nur lächerliche 40% mehr drin war. Aber also zu zweit, die nicht zu schaffen, das ist ja ein Drama. Wir sind startklar. Unsere beiden Lastesel. Schauen wir mal, ich habe jetzt durch meinen Großeinkauf gestern einen Haufen Gewicht vorne. Wahrscheinlich bin ich ein halbes U-Boot vorne. Jetzt sind wir im Wasser drin. Jetzt vom Schwerte aus Richtung den nächsten See. Wie man keine Ahnung, wie der heißt. Und los geht's. Wir übergeben nicht einen Felsen daran. Ich bin mal gespannt, wie lange die schöne Strömung anhält. Da kommt richtig billig vorwärts mal. So, die schöne Maximalströmung hat schon wieder aufgehört. Man spürt schon den Staubereich vom nächsten Wehr. So, und jetzt hat uns der Wind wieder. Keine Deckung mehr. Hat sich der Kanal etwas selbst renaturalisiert. Da vorne haben wir die Autobahnbrücke. Ein Brummi nach dem anderen. Ja, da hängen Brutkästen an der Brücke dran. Wer weiß, für welchen Vogel, bitte Bescheid sagen. Hier mit meiner Lieblingsdisziplin. Schön gegen den Wind. Wie schon in der Früh erwartet, dass sich hinter den Bäumen ein ganz schöner Wind versteckt. Es wird ein großes Stück Arbeit, da durch den See zu kommen, der da vor uns liegt. Man muss schauen, wenn man unter den Bäumen fährt, da haben wir hin und wieder ein bisschen Windschatten. So, ich habe hier unseren Lastenkahn gefunden. Da können wir unser Gepäck reinholen und hinterher schleifen. Geil! Die haben für uns eine Flasche Bier drin gelassen. Da oben hast du die ganze Burgenkette. Da das Schloss. Und da hast du nochmal 2 Türme. Aber kann es nicht sein, dass die beiden Türme zusammengehören. Keine Ahnung. Vorne hat eine rätselhafte große Mauer drin. Bin mal gespannt, was das ist. Ist eindeutig ein Haus von einer Firma. Passt hier voll rein. Wir sind ja hier bei YouTube und darf ich sagen, dieses Gebäude eröffnet eine die Hoffnung, die Neugierde, was dahinter ist.
Die nächste Umtragung, alles vollgeschissen. Herrschaften hier, die haben uns ja alles voll gemacht. Jawohl, hier haben wir eine schöne Plattform, um wieder einzubooten. Ja, und dieses Kraftwerk hat auch eine Fischtreppe dran. Aber da komme ich im besten Willen nicht hin. So, wieder glücklich drin und auf zum nächsten Bär. Ich würde mal echt interessieren, wann die hier Saison haben. Vorher mein Campingplatz, der wäre auch geschlossen gewesen. Hier schläft alles. Wurde sicher verteut und jetzt geht es darauf zu den Burgen. Zumindest mal zu einer. Das eine sieht aus wie ein Bismarckturm, da kann man garantiert drauf, da hat es auch Fahnen. Da haben wir ein bisschen Aussicht übers Tal. Und jetzt wissen wir auch, wie unser Ziel heißt. Syburg. Direkt nach oben. Und das Ganze natürlich im Badelatschen ist das ein richtig schöner Fußschmeichler. Genau das habe ich auch gesagt. Ja. Aber gleich gedacht. Das frage ich mich auch doch. Aber was denn beschwerlich, überhaupt anzugreifen hier? Du warst platt, bis du oben bist. Muss dir vorstellen, Ritterrüstung, Marschgepäck. Ja, ja. Boah, hey. Ich muss nicht vorstellen, dass es anstrengend war. Bis du da raufkommst, ist eine Woche vergangen. Ja. Erster Blick von oben, das ist eine kleine Aussichtsplattform. Merk schon, da hat es ein bisschen mehr Industrie. Da unten, wo die Boote sind, gegenüber sind unsere. So, mal Rundblick zu Ende. Und da ist noch ein Pumpspeicherkraftwerk.
Oh, natürlich optimal Gelände für Badelatschen. Oh, und das ist der zugehörige Steinbruch. Zum Endangriff auf die Burg. Auch freundlich für Badelatschen. Das ist mal auch, wo wir beim Blind auf die rausgekommen sind, beim Denkmal. Kaiser Wilhelm warst du so? Ja, genau, Kaiser Wilhelm. Oh, das Kaiser Wilhelm Denkmal. Was ich gedacht hätte, Fahnen gleich Cappuccino, Fehlanzeige. So, jetzt hier mal einen kleinen Überblick von ganz oben vom Wilhelmsdenkmal. Und wir schön Wind die ganze Zeit haben. So, ganz so tote Hose ist ja doch nicht. Hier gibt es immerhin einen kleinen Kiosk mit Eis, also, aber ob es ein Cappuccino gibt, habe ich starke Zweifel. Ja, ist klar, komm, lass es spielen hier. Okay. So. Dann mal hier ein Rundgang. Abend geht aus dem Weg, falls du da bist, ich sehe nichts. Okay. Oh, Entschuldigung. Ich sehe gerade herzlich wenig. Da hast du noch Burganlagen. Und diese Burg, habe nachgefragt, hat nichts mit dem Denkmal zu tun. Die Burg gab es schon 1000 Jahre früher. So. Hier sieht man, wurde eigentlich nicht beachtet. Also hier ist noch das Denkmal. Da drüben das Wasserkraftwerk. So, da ist unser Fluss. Die Ruhr, und von da hinten sind wir gekommen. Ich muss schon gar nicht, dass ich dich sehe.
So, und dann geht es in diese Richtung da weiter. Oh, das hier ist so Gedächtnis an die Weltkriege, die Gefallenen. So, und jetzt gehe ich mal kurz die Reisekasse verdoppeln. Alles auf Rot. Oder immer schwarz? Keine Ahnung. Lass uns ausprobieren. So, zurück nehmen wir einen anderen Weg. Der geht viel leichter. Badeschuh geeignet. Da musst du mal meine zeigen, ja. Und deine. Genau. Ja, das ist unser Schuhwerk. Jetzt hier lang zu gehen, die Idee war vielleicht doch nicht so gut. Es geht sehr weit außen rum, weil durch den Campingplatz darf man nicht durch. Jetzt müssen wir da erstmal um den ganzen Teil rum. Da haben wir die Arschkarte gezogen, wie es so schön heißt. So, wieder zurück an der Ruhr mit dem Campingplatzumlaufung. Also wirklich keine Schikane ist, also dass da ja keiner hier die Abkürzung nimmt. Ist auf dem Zaun, der 2 Meter hoch ist, auch noch Stacheldraht drauf, dass ja keine Idee kommt, der könnte abkürzen. Aber weil ich jetzt sauer bin, kann nichts dafür. Hier gibt es eigentlich einen Cappuccino da oben. Aber wenn er so geärgert wird, da geht sogar mir der Appetit auf einen Cappuccino. Und jetzt müssen wir bis zum Ende von der Kurve zurücklaufen. Da liegen unsere Boote. So. Jetzt werden wir auch noch den Ruhrtalweg kennen. Wir ganz mal zurücklaufen bis zu der Brücke da und dann den steilen Hang runter kraxeln, wo unsere Boote liegen. Ganz ehrlich, mir wäre lieber gewesen, wir hätten den gar nicht kennengelernt. Den Ruhrradweg. Genau, das war jetzt unnötig wie ein Kropf. So sieht das aus. Irgendwas stimmt diesem Akku nicht. Wo ich vorhin Batteriewechsel gehabt habe, da ging die Kamera nicht mehr richtig. Total gesponnen. Konnte nur noch mit gehaltenem Zoom fotografieren und immer ewig warten, bis zufällig das richtige Programm drin ist, dass überhaupt was geht. Da legst du dich nieder. Unser Landausflug ist beendet zu den Burgen und jetzt geht's weiter. Die Richtung.
Die Brücke hat italienischen Standard. Schnell weg, bevor sie einbricht. So, ich hatte jetzt richtig viele Seerosenfelder da. Und wenn man da zoomt, kommen noch ein paar. So, jetzt habe ich doch ein paar aufs Wasser getraut. Ich habe, das darf nicht wahr sein. Super schöner Wind und keine Segelboote draußen. Ich habe gedacht, wenigstens ein paar Rentner sollten wenigstens ihr Segelboot da nutzen. Auch aber Ferienzeit und eigentlich wirklich auf dem Wasser nichts los. Also hier echt eine sehr merkwürdige Gegend. Schwer zu sagen, statt sind wir eigentlich, kann man sagen, in den See drin. Und der Wind pfeift gut um die Ohren. Oh, jetzt bin ich hier vom Kraftwerk. RWE. Also nicht Rewe, sondern RWE. Und da vorne sehen wir auch schon bereits die nächste Umtragungsstelle. Hier richtig der Wind um die Ohren. Da muss man ganz schön Gas geben, dagegen ankommt. Gegen den Wind. In der Folge, wo der Ronny ist, da hat es doch eine gescheite Windböe drin. Wow, jetzt hat sie mich auf. Yay, das macht Spaß, das macht Vergnügen. Der Ton ist nur, ich stand mal schon in der Nähe, die Wellen können nicht mal allzu hoch werden. Da sollten wir das richtig reinlegen ins Boot. So gut, dass das Gepäck weit vorgetan habe, damit ich abstemmen kann. Da geht noch was. Noch schiebt uns nicht rückwärts. Jawohl, da kommt noch mal eine Böe. Aber die wird uns nicht kalt kriegen. Noch kommen wir vorwärts! Juhu! Da kommt Freude auf! So, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Erholen. Und jetzt kommt sie wieder! Die Windböe! Der Ronny ist für der Verzweiflung nahe. Der Ronny ist für der Verzweiflung nahe. Aber wir kommen am Ende des Sees immer näher. Ja, ich muss ja schreien, dass man mich da vorne noch hört in der Kamera. Ja.
Ja. Ja, da kommt das Wasser hoch. Das hat mal richtig ein bisschen gespritzt. Und die nächste Böe. Oh, ich sehe schon die ersten Schaumkronen. Ups. Jetzt geht es richtig zur Sache. Das dürfte heute gekocht sein. Da muss man sich volle Kanne reinlegen, dass da noch was geht. Da schaut die wuchtigen Tafelschläge an. Ups. Heute mal gut schlafen. Gott sei Dank habe ich da oben beim Kiosk bei der Burg kein Bier getrunken, das wäre jetzt voll am Filter. Da habe ich lieber ein kaltes, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk zu mir genommen. Vorsicht, dich treibst ab, wenn du nicht paddelst. Da darf man keine Pause machen. Tu es nur durch. Nur nicht nachlassen. Der Hafen ist in Sicht. Genau. Genau. Ich habe schon extra lang im Bad. Also ich muss sagen, mit der Atlantiküberquerung im nächsten Jahr gehen wir noch überlegen. Das könnte etwas heftig werden. Wir haben Glück gehabt. An dem Ende der Staustufe sind. Was? Du spritzt. Oder vorstellen, der Wind jetzt von hinten erwischst du. Was wird es dann werden? Ja, See ist nicht ein Element. Ja, klar. Nix da. Jetzt so ein kleiner Elektromotor, das wär's. Kommt wieder ruhiger schon. Ja, nur kurz. Ja, das ist los mit ruhig, jetzt kann das die Böe wieder. Ja, so langweilig. Jawohl, jetzt rüsst der Wind wieder auf. Kann man wieder gescheit sich reinhauen.
abstemmen im Boot und sich dagegen wehren, gegen den Wind da. Diese leichte Brise von vorne. Jetzt muss man die am Paddel festkrallen, dass es nicht wegfliegt. Ich bin nass von der Paddel. Dann mach's auch da hinter mir. Fährt seinen Windschatten, der Kerl. Ja, faule Hund, dieser faule. Ich muss da diesen Wellenbrecher spielen. Und der geht ja so Gas, dass er nicht in mein Kielwasser halten kann. Wer gelacht, wenn ich ihn nicht abhänge. Und da haben wir noch ganz junge Blässhühner, schwarz-rot-gold. So, der Kampf gegen den Wind ist gewonnen. Da ist der Landesteg und ich sehe hier einen wunderschönen Cappuccino. Den habe ich mir jetzt verdient. Ich freue mich schon drauf. Cappuccino. Ja. Einen großen, mit Kuchen. Kaffee sag ich nur. Ich sag nur Kaffee. Ja, ich sage noch Cappuccino. Ja, ich weiß. Den oh, da hat es mein Lebenselixier. Einen wunderschönen Cappuccino. Und da ist das Lebenselixier vom Ronny. Kopje Kaffee. Einen schönen Kaffee. Kaffee. Schwarz, ohne Zucker. Natürlich. Zucker kannst du haben. Aber das Plätzchen ist meins. Oh, das war ganz scharf. Das ist meins. Das kriegst du nicht. Sieht man das Ganze in Komplettausstattung. Mit einem Käsekuchen. Ich freue mich schon drauf. Leider ist diese Schleuse für Sportboote nicht befahrbar. Wie es so ausschaut, darf hier nicht mit dem Fahrrad reinfahren. Also man darf hier nicht mit dem Fahrrad runterfahren und in den Rhein in die Ruhr reinspringen. Das ist hier scheinbar untersagt. Schade. So. Durch diese hohle Gasse müssen wir gehen. Oh, links ist die Schleuse, die scheinbar die für uns nicht erlaubt ist, wenn überhaupt für jemanden. Oh, das ist die Wehranlage. Ich filme gerade. Gleich 10 Meter gefahren und schon ist die nächste Wehranlage in Sicht.
So, hier ist keine Ahnung, ob hier ein Altarm ist oder ob hier auch ein Fluss reinkommt, keine Ahnung. Und danach mal auf den Plan schauen. So, hier nochmal ein Blick zurück aufs andere Kraftwerk, flussaufwärts. Und über dem Kraftwerk sehen wir noch schön die beiden Türme, das Denkmal und die Burg. Der nächste Ausstieg voraus, wieder ein schöner. Da aussteigen wir hinten dran, haben wir schon einen Campingplatz gesehen. Da können wir dann Pause machen für heute. Also Ende des heutigen Tages. So, die Boote startklar gemacht. Dann steigen wir jetzt mal 500 Meter. Und dann ist unser heutiges Nachtlager erreicht. Das war hier eine echt ekelhafte Umtragungsstelle. Voll mit Entengrütze. Boah, da schüttelt es einen. Sind wir gleich draußen aus dem Entengrützenkanal. Boah, boah, boah. Da raus und da wieder anlanden, wenn wir Glück haben. Und der Campingplatz ist vielleicht zufällig offen. Dann können wir da unser Nachtlager aufschlagen. Da hast du einen Black Swan, einen schwarzen Schwan. Also das Kraftwerk von der anderen Seite. Mit einem schönen Kormoran. Ups, weg ist er. Das wäre jetzt zweigeteilt. Da haben wir noch einen schönen Wasserfall dran. Heute Nacht sind wir beim KVW Hagen. Das ist ein quietschlebendiger Kanuverein und Kajakverein. Bei den anderen Vereinen haben wir so ziemlich gemerkt, liegen eigentlich ziemlich im Sterben, aber die hier sind quietschfidel. Einer der wenigen mit steigender Mitgliederzahl. Und sind auch hier freundlich aufgenommen worden. Für 5 Euro pro Nase. Und hier ist dann unser Nachtlager. Und da lässt jetzt einer ganz gut gehen. Beine hoch, ja. Ah, brauchst du ein Bierchen, oder? Okay, mache ich. Ich habe meinen liebenswürdigen Tag. Die Stimms, die wir vorgestern oder gestern nicht geschafft haben, die sind hier vorne im Boot. Oh, hol die gleich. Wollte ich nur noch mal sagen. Okay, die sind gleich geholt. So, jetzt kriegen wir noch Besuch. Jetzt kommt noch vom Ronny, der Bruder. Die normalerweise auch immer auf Kajaktour geht, aber keine Zeit hat diesmal. Und wenn eine, ja und? Die steigt auf und macht das. Ist doch Film? Ich kann filmen, ja. Ja, mach. Ist ja wieder hier. Wir haben einen Special Gast sozusagen. Wir haben einen Special Gast, den Bruder von Ronny. Wie heißt er? Der Jürgen. Der Jürgen. Ist auch schon in manchen Videofilmen aufgetreten. Ja, genau. In mehreren. Ein heimlicher YouTube-Star. Outdoor Bully Jürgen. Outdoor Bully Jürgen. Ja, genau. Eigentlich komme ich ja nur zum Essen. Essen, ja. Jetzt aber nicht Wir, da müssen wir es ganz schnell essen, weil wenn der Bully Jürgen loslegt, dann ist ein Loch im Topf. Ja, wir sind selber zwei gute Helfer, du? Ja. Das gibt es einen Kampf ums Essen. Ja,